Hallo und herzlich willkommen zu einem Video wieder über die Bauernregeln und Lostage. In diesem Video geht es um die Lostage im Monat Juni. Und los geht's am 1. Juni. Ist's am Fortunastag klar, so verheißt's ein gutes Jahr. Wir werden schnell erkennen, dass im Juni ganz andere Bedingungen bei den Bauernregeln ein Thema sind als zum Beispiel zu Jahresbeginn. Da ging es darum, wie lang wird der Winter gehen. Und im Juni ist es eher die Frage, haben wir es sonnig oder haben wir es nass? 8. Juni, wie Sankt Medardus wittert, solch Wetter 30 Tag zittert. Die Angaben mit verschiedenen Tagen, die dann das gleiche Wetter bringen sollen, gibt es relativ häufig bei den Bauernregeln und das ist eine davon. Und vom 8. Juni gibt es ein paar Bauernregeln. Ich habe eine zweite herausgesucht. Und zwar macht Medardus feucht und nass, regnet ohne Unterlass. Und ein feuchter Regen, feuchter Juni natürlich, kann für die Ernte schon ein Problem sein. Es hängt natürlich davon ab, wie trocken das Frühjahr war, weil manchmal ist es sogar ein Segen, wenn es mehr regnet. 10. Juni, Margarete, die Regenfrau. Mehr ist dazu nicht zu sagen. 11. Juni, regnet es an Barnabas, schwimmen die Trauben bis ins Fass. Ein kleiner Hinweis auf die Ernte für die Weinbauern. Und nochmals 11. Juni, Sankt Barnabas macht, wenn er günstig ist, wieder gut, was verdorben ist. Also wenn es zum Beispiel sehr feucht im Frühjahr war, zu feucht für eine gute Ernte, dann kann mit diesem Lostag das sich drehen. Schauen wir weiter. 13. Juni, wenn an St. Anton gut Wetter lacht, St. Peter, das ist der 29. Juni, viel in Wasser macht. Wieder der Regen als Thema im Juni. Und das erleben wir immer öfter. Hier auch. 15. Juni, hat St. Vitus starken Regen, bringt er unermesslich Segen. Hier zeigt sich also, dass der Regen nicht unbedingt böse ist, ganz im Gegenteil, er kann sogar dafür sorgen, dass das Wachstum besonders beschleunigt wird und dass eine sehr gute Ernte zu erwarten ist. Ein natürlich sehr wichtiges Thema in der Bauernschaft. Und ebenfalls am 15. Juni ist zu St. Veit der Himmel klar, dann gibt's gewiss ein gutes Jahr. Diese Spruchkombination gibt es zu verschiedenen Tagen. Ich werde bei den Bauernregeln, die jetzt noch folgen, noch ein anderes Beispiel haben. 16. Juni. Wer auf Benno baut, kriegt auch viel Kraut. Dann haben wir den 19. Juni. Wenn's regnet an St. Gervasius, es 40 Tage regnen muss. Also, dass es 40 Tage am Stück regnet, halte ich für ein Gerücht, aber die Bauernregel hat sich lange gehalten und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Und dann haben wir den 24. Juni, das ist die Johannisnacht und zum 24. Juni gibt es eine ganze Reihe Bauernregeln. Ich habe zwei wieder herausgesucht. 24. Juni, Sankt Johannis, Regengüsse verderben die besten Nüsse. Und dann haben wir noch 24. Juni, wenn Johannes ist geboren, gehen die langen Tag verloren. Und das ist ja auch tatsächlich der Fall, weil das sind dann die längsten Tage des Jahres und dann werden die Tage schon wieder kürzer. Die nächsten Tage im Juni nur geringfügig, aber bis Ende August merkt man schon, dass sich die Tageslänge deutlich verkürzt und darauf bezieht sich diese Bauernregel. Und 27. Juni ist ein fast schon berühmter Lostag, nämlich der Siebenschläfertag. Da habe ich auch zwei herausgesucht. 27. Juni
Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass. Das haben wir in ähnlicher Form schon gehabt. Und nochmal 27. Juni. Das Wetter am Siebenschläfertag 7 Wochen so bleiben mag. Das ist eine Bauernregel, die über die Begeisterten dieser Regeln hinaus bekannt ist und sogar teilweise im Wetterbericht zitiert wird, dass wenn am 27. Juni es zum Beispiel sonnig und heiß ist, gibt es die Theorie aufgrund dieser Bauernregel, dass es wochenlang so bleibt. Ob es 7 Wochen sind, ist die Frage. Allerdings wird man in der Statistik genügend Beispiele finden, dass es nicht immer so ist. Aber offensichtlich haben die Bauern über die Jahre und Jahrhunderte festgestellt, dass der 27. Juni ein Indiz dafür sein kann, wie es mit dem Wetter weitergeht und zum Beispiel wie dann der Hochsommer läuft. Weil dann beginnt ja schnell der Juli und das geht dann bis in den August hinein. 29. Juni. Regnet es am Peter Paul, wird des Winzers Ernte faul. Und was haben wir noch? 29. Juni. Ist es am Peter Pauli klar? Hoffe auf ein gutes Jahr. Also der gleiche Tag kann bei den Bauernregeln sowohl sehr feucht als auch sehr warm, vielleicht sogar heiß sein, wobei die Bauernregeln nicht so viel Hitzewellen berücksichtigen, wie man es in der Gegenwart erlebt, weil diese Bauernregeln sind schon sehr alt, aber sie sind nach wie vor beliebt und sie sind durchaus in der Lage, das Wetter richtig vorherzusagen. Allerdings meistens über einen längeren Zeitraum. Und das waren jetzt 17 Bauernregeln basierend auf den Lostagen im Monat Juni mit dem sehr bekannten Siebenschläfertag und auch mit der Johannisnacht am 24. Juni, wo es einige Bauernregeln gibt. Und ich hoffe, es waren ein paar interessante dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.